Mhm. Genau. So, hier war jetzt das Diner irgendwo, oder? Da ist das Asylum mit der Jeanette, genau. Da war das Diner. Hallo? Wir gehen mal fragen. Es interessiert mich jetzt schon, was das ist mit dieser Lilly, oder wie sie? Lilly hieß sie? Genau. War ein typisches amerikanisches Diner. Gut. Hallo. What'll it be, honey? Haben Sie jetzt zu fortgeschrittener Stunde irgendwelche blassen Is Typen that a gesehen? trick question? Irgendjemand, der vielleicht versucht hat, jemand anderes zu nutzen? Nein. Hier Mädchen rumhängen sehen. Ein Surfertyp und ein hübsches Mädchen, ein Pärchen, genau. Let me think. Oh yeah, about 4 dozen a week. Belassenes Mädchen. Pale girls. Like the Fitzsimmons albino. Yeah, she hasn't been in here in ages. Haben Sie schon mal den Ausdruck Dünnblütige gehört? Das will ich eigentlich nicht fragen, aber... Thin blood. Sounds familiar. Is that one of those tropical diseases? Versuchen Sie sich zu erinnern, wo haben Sie Dünnblütige gehört? I know I've heard that before. Vielleicht hat darüber neulich so ein seltsames, hübsches Mädchen gesprochen. Oh, that girl. Nice girl. First decent human being I've seen in here for years. Not like all the junkies and crazies I normally see. Yeah, I remember her. Yeah, weird. She left a tip, but she didn't order a thing. Yeah, she looked so hungry, too. Just sat there all night with a full glass of water in front of her, talking about this and that. She seemed lonely, a little scared, so I let her stay in the booth until we closed. She left some stuff here. You seem to know her. Why don't you give it back to her if you run into her? Ich danke Ihnen sehr, das werde ich ganz sicher tun. Okay, das ist nicht sehr vertrauenserweckend, wenn man so schnell Informationen, Dinge kriegt. Gut, gucken wir mal rein. Was ist das denn? Geldbörse. Hat jemand im Diner liegen lassen. Foto eines Mädchens. Ah, gut, das ist Lilly. Das ist aber nicht viel. Was ist das? Kautionsschein, die Quittung für eine Kaution, die auf einen Rolf Toten ausgestellt wurde. Kilpatrick. Ach ja, das ist dieser Privatdetektiv. Okay. Ja, das ist der einzige Anhaltspunkt, den ich jetzt hier habe. Bisschen dürftig. Jetzt habe ich mich erst schon gefreut. Naja gut, dann müssen wir mal gucken, wo dieser Detektiv ist, würde ich vorschlagen. Wir müssen jetzt ein bisschen suchen. Ich habe keine Ahnung. Hier ist das Asylum. Was ist hier? Pfeifenladen. Da ist der Zugang. Da ist das Diner. Was haben wir denn hier? Abgeschlossen. Stufe 5, okay. 3, okay, da gehen wir trotzdem wahrscheinlich rein mit... Da ist irgendwas drin. Mit Blutmacht, aber brauchen wir doch gar nicht. Hier, da ist doch Bail Bonds. Ja gut, manchmal geht es auch schnell. Das ist doch dieser Laden hier.
Oh. Hallo? Welcome to Kilpatrick 24-hour bail bonds. My name's Arthur Kilpatrick. How can I help you? Sie betreiben den Laden hier, nehme ich an. Yep, sure do. I'm a third-generation bondsman. Got a few employees, but I handle most every aspect of the business. Mhm. Ich sehe hier keine Angestellten. Na gut, wie läuft das Geschäft so? Well, my business ain't bad, I can tell you that much. Santa Monica's gone downhill. Used to be pretty nice, I guess. We do a higher volume now than we did a few years ago, but we gotta deal with a lot more bail jumpers and crap like that. Mhm. Hört sich an, als habe Santa Monica schon bessere Tage gesehen. Hell yeah, I ain't complaining. I'm in a good position to watch it all just slide right down the tubes, you know what I mean? Naja. Hört sich so an, als gäbe es hier viel Arbeit für einen Kopfgeldjäger. You betcha. I used to do some bounty hunting back in the day. Takes a good solid set of brass balls. Pardon the expression, Missy, but it takes balls to be a good bounty hunter. Mhm. Ist Ihr Kopfgeldjäger denn überhaupt zu Yep, gebrauchen? damn good. His name's Carson, and he's great at what he does when he wants to do it. I can't seem to find him now, though. He's pissing me off, to be honest. I need him to go find someone. Mhm. Haben Sie denn keinen anderen Kopfgeldjäger? Well, I don't feel right cutting Carson loose just yet. We go way back. I knew his father, too. Tell you what, since I'm stuck here, why don't you go look for him? Just real quick. I'll pay you for your time. Mhm. Ja, das könnte ich, glaube ich. Great, great. I suppose the first place you should look is his apartment in Santa Monica Suites. Apartment 1, I think it is. Maybe you'll find something there to let you know where he's got himself to. Here's a key card. That'll let you in. Aha. Kann ich noch eine Frage stellen? Sure, honey. What is it? Haben Sie von den Morden hier gehört? Yeah, they're saying there was a murder down by the pier, just like the one the other day down in Long Beach. Just vicious. Tore 'em up. They're saying it's a serial killer. Mhm. Macht Sie das nervös? Well, typically when things like this happen, the cops ratchet up the patrols and start hauling in more suspicious types. Could be good for me. Welche Ironie, ich muss jetzt los, danke. So, aber jetzt konnten wir gar nicht nach dem Typ fragen hier. Wie hieß er? Rolf Toten. Vielleicht hier. Verfügbare Menüs A bis F. N bis R wäre das ja dann, oder? Ach nee, Toten hieß der ja. Also S bis Z. Ah, geil, da ist er ja. Toten. Oder? Ja. Kaution gestellt am 22.08.03, illegale Einwanderung. Kautionsbetrag $15.000. Sicherheiten, Auto, Roter 77er Leitenberg, Nummernschild, CA. Hinweis, hier wieder nach Deutschland, Gruppe Berlin, keine Euro. Ah. Auto, Roter 77er Leitenberg. Okay. Lilly Schlüssel. Okay, wir müssen mal gucken, ob wir ein rotes Auto sehen. Das ist aber sehr vage. Wahrscheinlich reicht das noch nicht. Ich brauche noch weitere Informationen. Vielleicht kriege ich die, wenn ich diesen Carson getroffen habe. Der weiß das bestimmt. Gut, dann wollen wir jetzt zu... Wollen wir jetzt diesen Carson suchen? Oder wollen wir... Nee, ich werde doch erst diesen Platoon benötigen. Aber wahrscheinlich muss ich erst diesen Carson finden. Auto. Gehen wir zurück zum Main Street und gucken mal. Rotes Auto. Da ist ein rotes Auto. Jetzt noch ein Bus
Wie Caddy, hat er gesagt. Mhm. Ein roter Lightning Bird. Ah, da ist noch ein roter. Ach, guck. Cool. Tagebuch. Interessant. Tagebuch? Das scheint das Tagebuch einer Frau zu sein. Okay. Das ist interessant. 30.04.03. Ich habe heute einen Kerl in Asylum getroffen. Oh Gott, der ist ja so geil. Er heißt Rolf und kommt aus Deutschland. Europäische Männer haben so viel mehr Klasse verglichen mit den langweiligen kalifornischen Jungs. Er will mich morgen Abend treffen, aber wohl reich ist. Jedenfalls sieht er so aus. Morgen gehe ich erstmal shoppen und suche mir irgendwas, worin ich nicht wie eine fette Kuh aussehe. Ich kann es kaum erwarten, ihn endlich wiederzusehen. 21.05.03. Ich glaube, das mit Rolf wird eine ernstere Sache. Er hat gesagt, er will mir nächste Woche etwas ganz Besonderes schenken. Und wenn es das ist, was ich denke, wird es auch echt Zeit. Ich dachte, Europäer wären an solchen Sachen nicht so verklemmt. 30.04., 21.05., okay. Kennt sich jetzt einen Monat. 6.06., ich bin heute Abend um 8 aufgewacht. Das an sich ist ja schon seltsam, aber noch dazu kann ich mich nicht daran erinnern, gestern Abend überhaupt ins Bett gegangen zu sein. Eigentlich erinnere ich mich an gar nichts mehr seit letzten Samstagabend, als Rolf hier war. Ich bin schon wieder spät wach geworden. Seit 4 Tagen habe ich nichts gegessen. Ich weiß auch nicht, was mit mir nicht stimmt. Oh oh. 11.06. Rolf ist gestern Abend wieder vorbeigekommen. Er meinte, ich habe deshalb nichts gegessen, weil ich Blut bräuchte. Er sagte, das sei alles, was ich jetzt zu mir nehmen könne. Ich würde keinen Hunger mehr verspüren, wenn ich welches tränke. Er hatte eine Blutkonserve von der hiesigen Blutbank dabei. Ich habe mich geweigert, aber vergeblich. Was passiert mit mir? 26.07. Rolf sagt, er muss mich schon bald verlassen. Einige Leute versuchen, ihn aus dem Land zu jagen. Er hat nicht ein Wort darüber verloren, ob er mich mitnimmt. Oh, krasse Story. 22.08. Ich muss heute für Rolf eine Kaution bezahlen. Er wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen, weil sein Visum abgelaufen ist. Er sah so ängstlich aus. Ich glaube, er hat nicht vor, mich mitzunehmen. 7.12. Seit ich Rolf freigekauft habe, habe ich von ihm weder etwas gesehen noch gehört. Was soll ich bloß machen? Ich dachte, er würde sich um mich kümmern. Warum hat er mir das nur angetan? Ach, armes Ding. 15.04.04. Vor 1 Jahr her jetzt schon. Ich habe bis 5 Uhr morgens mit diesem Typen geredet, den ich im Surfside kennengelernt habe. Als ich ihm sagte, ich müsste gehen, habe ich mich wie Aschenputtel gefühlt. Er war für mich wie ein Prinz. Auch süß. 16.04. Ich habe den Typen vom Surfside wieder getroffen. Er hat keine Ahnung, was ich bin. 24.04. Ich habe den Typen vom Surfside gestern Abend in meine Wohnung geschleppt. Er meinte, er würde in ein paar Tagen zurück nach Australien gehen, jetzt da das Turnier zu Ende geht. Ich will nicht, dass er geht. Ich habe noch nie solche Gefühle für jemanden gehabt. Nicht einmal für Rolf. 25.04. Er hat mich gestern Abend geküsst und ich konnte mich nicht davon abhalten, ihn in den Hals zu beißen. Ich habe viel zu viel getrunken und ich habe ihm mein Blut gegeben, um ihn zu retten. Ach, deswegen ist vielleicht dünnblütig. Als ich ihm das alles zu erklären versuchte, meinte er, er wolle mich nie mehr wiedersehen. Das habe ich nur getan. 8.05. Seit dem Abend mit kann ich nicht mehr trinken. Ich habe Angst davor, was jetzt passiert. Ich erinnere mich, dass Rolf Blut von der Blutbank mitgebracht hat. Vielleicht kann ich mich da reinschleichen, mir ein paar Blutkonserven schnappen und wieder abhauen, bevor mich jemand erwischt. Okay, das ist ja cool. Da sind wir ja gut vorangekommen. Main Street. Das heißt, wir können bei diesem Typ, der das Blut verkauft hat, hier, der hat doch, ihr wisst schon, der wird doch dann was wissen, wenn er die gesehen hat. So, und ich glaube, wir haben genügend Erfahrung für den Nahkampf. Ja. Nochmal 3 und wir haben schon 4 Nahkampf.
Okay, das wird. Wir können die Schwäche ein wenig ausgleichen. Mhm. So, das war hier runter oder hier runter? Ich glaube, das war hier runter. Ah, nee, das war doch anders. Ach, nee, doch, hier ist richtig. Komm, Need a fix? ich muss ins Hinterzimmer. Aha. Employees only. Them's the rules of the queen bitch herself. Ah, okay. Ist schon in Ordnung. Das Oberflächen hat mir sein Okay gegeben. Mach schon, ruf sie an. She did, huh? Queen bitch told me never to let anyone back there. I remember her repeating it over and over in that cold, pretentious voice of hers. Du willst sie nicht enttäuschen, was? Now serving number 75? Number 75. Na schön, bis dann. Okay, aber jetzt habe ich eine Information von wegen Hinterzimmer. Hier war nichts, ne? Nee. Ach, aber der war noch nicht da, oder? War der da? Who are you? What are you doing back here? Ich brauche den PIN-Code für die Coolkummer. Ah, wenn Sie es nicht wissen, sollten Sie nicht fragen. Oh, you here for the special sauce? Aha. Special Sauce. I think you want the clinic upstairs. Are you sure you're supposed to be here? Ich brauche den PIN-Code für die Coolkummer. Ich verstehe zwar den Zusammenhang jetzt nicht, aber wenn es mir angeboten wird. Oh boy, I can't give that out. You're gonna have to leave. Sie werden müde. I feel it. It's 1969. That's all I know. Okay. Ach, Beherrschung, okay. Das geht also auch 1969. Kühlkammer. Aber ich glaube, ich bin hier bei einer anderen Quest unterwegs. Ich sollte gar nicht hier sein. Die Lilly werde ich ja auch nicht finden. Hier waren wir schon, oder? Okay. Passcode. 1969, okay. Aber jetzt bin ich doch neugierig, was da ist. Ich sollte doch aber... Ich wollte eigentlich jetzt mit der Lilly-Quest weiterkommen. Das war die Wäschekammer. Aber zu. Okay. Na gut, dann gucken wir mal kurz hier rein. Ah ja, gucken wir halt mal kurz rein, okay. Trotzdem, ich wollte... 1969. Gut. Aha. Krass, ist das nicht die? Das ist doch die Lilly. Das ist doch die Lilly. Tatsache. Jetzt kapiere ich gar nichts mehr.
brain lining up my body. I can smell it everywhere. Blood. Wer bist du? Jetzt sag nicht, du bist Lilly. Let me go. It's painful. Like I'm going to die. It's calling. Never felt like this before. Let me go. I can smell it. I have to have it. Okay, okay, ist ja gut. Beruhige dich und sag mir, wer du bist. Let me go. Okay, okay, ich werde dich losmachen. Ich hoffe, die fällt jetzt nicht über mich her. You don't look well at all. Oh, sweet mother of God! Oh, okay. Hi. The heat. It's never been so satisfying. All of it. I drank until I heard his heart stop, and I was sucking on a dry, dead artery. It was euphoric. But I've killed him. I've never killed anyone before. What happened? What came over me? Das Tier hat die Kontrolle übernommen. Beast? What is that? Why couldn't I stop myself? Why did it feel so right? Schon gut, beruhig dich. I tried to steal some blood. I heard they sold it. I was hungry, and I can't hunt in town. They caught me, and I was trapped. Thought I'd never escape, but I killed him. Ach, jetzt kapiere ich das. Out of here. Da bin ich aber wirklich zufällig drauf gestoßen. Also den Zusammenhang habe ich jetzt so nicht verstanden. Jetzt schon im Nachhinein. My name is Lily. Dann bist du die, von der mir I erzählt hat. E? You know E? How do you know E? Ich habe mich gefragt, ob ich irgendetwas über Dunkelhäutige wüsste, weswegen ich dich gefunden habe. I tried to tell E about his condition, but he was so furious at me for what I'd made him into, he wouldn't listen. A thin blood, from what I've been told, is a vampire whose blood is weaker than most. Rolf, my sire, told me some vampires consider thin bloods a bad omen and want them destroyed. Rolf wasn't a thin blood, and apparently I am. I don't know why. Rolf abandoned me. His group wouldn't take me in. They said I was a liability. He left me with so many questions, and I did the same thing to E, but I didn't want to leave E. He forced me out of his life. I should go. I have to get out of here. Maybe out of the city. Soon. Du solltest I sehen. Er sagt, er habe dir vergeben. Er möchte dich wiedersehen. E doesn't hate me anymore? Nein, eher das Gegenteil. I'll go see him. Thank you. Gern geschehen. Oh, about tonight, what I did? Please, don't tell E. It's not my fault. I couldn't control it. I've never done anything like this before. I'm no killer. Ich denke, jetzt bist du eins. Okay, das verspreche ich. Okay, okay. Spannend. Why'd you have to go and let that bitch out? There's one less bill in the world now. Why'd you have to let her go and eat him, huh? Now I'll never get to doing that bastard myself. Well, you know what? No blood for you. No more. Aha. Arschloch. Sei doch froh. Wenn sie dich nicht befreit hätten, hätten ihre Freunde diesen Laden jetzt erlegt. That's interesting. A missed opportunity. Guns make people cocky. They never appreciate what a skilled hand married to a knife can do. All you have to do is get close enough to cut off the trigger finger. Or their face. You like to talk, don't you? I want to hear a story. Tell me, what's the best way you violenced up someone? I want to hear every grisly detail. If I like your story, I'll sell you Kranker some blood. Idiot. Ich bin kein Blood Mörder. comes from out of the living, from all kinds in a red torrent. The crimson seep at the speed of a heartbeat. For each drop, a teeny bit of life shed. You don't care how it's got, as long as it is. You'll be begging for it, and not getting any.
Hier. Okay. Interessant. Gut. Jetzt will ich natürlich trotzdem ganz gerne nochmal zurück an den Strand und gucken, dass es den beiden auch gut geht. Ja, ich soll auch nochmal mit ihr sprechen. Passt ja.